Yeah, it's not so much cold. Sanje Jodan Zoje Chonan La Chanjo Bado Dane Japso Dage Janso Jibe Sonan Jen Dola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Chonan Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jibe Sonan Dola Benje San Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Chonan Chancho Bado Dane Japso Chen Dage Janso Jebe Sonai Rola Benje Rup Aisho Sanjan Tamje Dewa Deve Jodan Dembra Joje Dunga Da Dunga Jodan Tawa Joje Dunga Mebe Da Tamba Da Menda Wa Joje Nyere Chadan Dandra Danyo Chembola Ne Je Pandan Zave Lama Rinpoche Dage Je Wuro Beme Den Shola Kade Chembe Gone Unde Kusun Tuje Ngor Zao Do So. So I will following some words 2 days ago, like we talk about the Chenrezik practice, and then post practice, like between, you start with the practice, and then during the day. So there is several points are very important, but now we talk about how to keep the we call Ningje, I think it's also always when you go more, one terminology makes a meaning different, like in the Dharma terminology, we're using Ningje, but when you translate compassion or love or whatever, like a combination, so then in order to have a Ningje, there is some conditions. So these conditions gives like a feeling or reality of the Ningje, because I use a little bit, keep your notion, what we use, the concept of the Tibetan. Through this, maybe I will adopt, and then like Ningje also linked with the Dhamma concept, and also general worldly concept, like love and compassion, worldly concept also. But if you remain with the worldly concept, then cannot improve like bodhisattvas, But that's the way, if you change a little bit, like this is my feeling, if you focusing, change a little bit the word, slowly we will have a new notion of the adaptation. So this gives a slowly more kind of idea close as what bodhisattva's quality, When you learn the Takwitaje like this, then you slowly adaptation of the ideas can go a little bit more deeper. Und einer dieser Punkte oder deine Aspekte ist sehr, sehr wichtig, nämlich das, was wir im tibetischen Ningche nennen, aufrechtzuerhalten. Wenn wir jetzt tiefer gehen in gewissen Ausdrücken vom Dharma, dann entsteht eine andere Bedeutung für uns im Geist. Der Dharma-Ausdruck Ningche wird meistens übersetzt mit Liebe und Mitgefühl, also die Kombination von Liebe und Mitgefühl. Um jetzt aber Ningche, also was im tibetischen Ningche genannt wird, hervorzubringen oder aufrechtzuerhalten, braucht es gewisse Bedingungen.
die dazu führen, dass wir wirklich diese Realität oder das Gefühl oder den Eindruck von Ninja in uns entstehen lassen können. Und deswegen bringe ich gern immer wieder diesen Aspekt des Tibetischen ins Spiel, damit wir wirklich die Bedeutung verstehen. Denn es geht wirklich darum, Ninja in sich, also sich an Ninja anzupassen oder Ninja in sich entstehen zu lassen, was das tatsächliche Dharma-Verständnis ist von Ninja. Wir haben natürlich im weltlichen Sinne auch ein Verständnis von Liebe und Mitgefühl, aber diese Vorstellung von Liebe und Mitgefühl ist etwas anders, ist eben weltlich. Wenn wir jetzt verweilen mit der weltlichen Verständnis oder weltlichen Vorstellung von Mitgefühl und Liebe oder Ninja, dann können wir uns nicht in die Richtung eines Bodhisattvas verbessern. Daher ist es wichtig, die Verständnis dieses Wortes Ninja zu Verständnis oder die Subtilität tatsächlich zu erfassen, indem wir das Verständnis von dem Wort in uns langsam anders verstehen. Und dies kann geschehen dadurch, dass wir zum Beispiel im Dakpotagien die Qualitäten dieser Ausdrücke von Liebe und Mitgefühl studieren und dann ein klareres Verständnis bekommen dessen, was es im Dharma eigentlich bedeutet. Und diese Vorstellung von diesem Aspekt von Liebe und Mitgefühl, von Ninja, sich dann vertieft in uns ein wenig. Terme en tant que tel, mais d'intégrer, d'assimiler la notion de ce que ce terme véhicule. Et cette notion, en fait, c'est le fait, d'embrasser, d'être comme un bodhisattva. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons apprendre, notamment dans l'ornement de la précieuse libération de Gampopa. Et c'est une idée, il s'agit donc d'apprendre, d'acquérir, et ensuite de progressivement assimiler et faire mûrir en nous. So also we have to know the meaning, like when you do practice, saying always we have to cultivate compassion, love, bodhicitta. This two concept is called bodhicitta. We have to develop bodhicitta. And the question is, there is two. Why? Because one, due to this, my mind can reveal what the bodhisattva's quality, Another is a result of the reveal, what you got to resolve, also reduce the duality, So these two conditions gives you like a potential of the direction of the enlightened, Und es ist also sehr wichtig, die Bedeutung von Ninja oder Liebe und Mitgefühl zu verstehen. Denn wenn wir praktizieren, bringen wir ja Liebe und Mitgefühl in uns hervor, nämlich was wir Bodhicitta nennen. Und das weswegen ist es so wichtig? Da gibt es zwei Punkte. Der eine ist, dass wir dank dessen die Qualitäten des Bodhisattvas in uns hervorbringen können, in unserem Geist. Und zweitens ist die Folge davon, dass das Greifen nach der Dualität verringert. Und beide Elemente sind die Bedingung dafür, dass unser Geist wirklich in die Richtung also dass das Potenzial in uns tatsächlich in Richtung Erleuchtung sich entfaltet. So the reason why I'm saying that we are immediately easy to conception of the go to the worldly, like for example worldly, when you say compassion, like kindness, this is also there is authentic, but at the same time when you really look your state of mind, it's a very important like observation of yourself. For example, somebody hurting another one, then you have who has suffering, you get compassion. Who make problem, you get angry. So there is a lot of compassion, but also anger. There is anger. So this is like usually we are like this. Somebody like the duality too. One
one makes a problem, other gets suffering, we get immediately how you say, compassion or kind of sympathy, and then other one we get angry, So this is not wrong, it's right, okay. But then normally it's okay, you help other one and protecting, this is the right way. But now another one is actually when you do practice, we're looking for myself revealed bodhisattva. So then if there is a remain with hate or desire or judgment, then mind never can ripe, So this we have to understand. But now questions how to deal. This very difficult to say, you do this, you don't do this, because we cannot give it like direction. What you have to do is you listen this way, and then you have to see your own experience. Like this. Your own experience, always there is our mind has a judgment, a discrimination, like this, So time when you rise, like emotionally, feeling, of course, we're not saying stop, but you go continue. But then following this, we try to see what exactly meaning of the compassion, bodhicitta, and what meaning of the duality, judgment, and rejecting, kind of grasping. Just when you look, then slowly you understand. You cannot change so much, but you understand what does it mean. I think all our condition of mind is first you hear, then one the condition comes, then you observe, then you understand, then continue, then through the understood, slowly you see, oh, this is what saying this is not in the teaching session, this, and then just observe yourself, because the mind is always adapted with what we perceive. So through this, then as we talk about, in order to myself, I'm practice. I want to reveal what the Chenrezik. I do connect with the Chenrezik practice. Main idea is myself reveal my mind, like the quality of the bodhisattva, also like Chenrezik. Purpose is myself not fall into the continue in the suffering. If you have this notion, then you pick up what you perceiving things. If you don't have a goal, again difficult to pick up, because you don't see the purpose. Also, warum erkläre ich dies? Denn es ist ziemlich einfach, dass wir in die Vorstellung von einer weltlichen Mitgefühl und Güte verfallen. Es ist zwar schon auch okay und authentisch, aber gleichzeitig ist es wichtig, unseren Geist zu beobachten und zu schauen, was tatsächlich passiert. Zum Beispiel, wenn jemand anderes verletzt, dann was in unserem Geist sofort entsteht, ist, dass wir Mitgefühl haben für die Person, die leidet, und dass Wut in uns steht in Bezug auf die Person, die Probleme macht. Das ist, was ganz natürlich in uns entsteht, und das ist genau, was wir die Dualitäten nennen. Das heißt, wir haben Sympathie und Mitgefühl für die Person, die leidet, und wir sind wütend in Bezug auf die Person, die Probleme macht. Das ist nicht wirklich falsch, das ist schon okay, vor allem wenn wir dann auch helfen. Aber wir haben ja jetzt eigentlich für uns das Ziel, tatsächlich die Bodhisattva-Qualitäten in uns hervorzubringen. Und wenn wir diese Qualitäten hervorbringen möchten, dann ist es ein Problem, wenn wir verweilen mit den Aspekten von Begierde, von Verurteilen, von Hass, also diese gesamten Aspekte der Dualität, dann kann unser Geist niemals in die Richtung der Bodhisattva-Qualitäten heranreifen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn dann mit so etwas um?
Und da kann man eigentlich nicht wirklich sagen, man soll dies oder jenes tun, sondern das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir tatsächlich den Belehrungen zuhören und dann mit diesem Verständnis der Belehrung unsere eigenen Erfahrungen anschauen und erkennen, wie unser Geist, also unseren Geist einfach beobachten und erkennen, wie unser Geist immer wieder verfällt in Unterscheidungen, in Verurteilung, in ja, einfach zu urteilen, gut und schlecht und so weiter. Und natürlich, wenn dann diese verschiedenen Gefühle und Emotionen entstehen, dann heißt es wird nicht gesagt, dass wir unsere Gefühle oder Emotionen stoppen sollen. Das geht auch überhaupt nicht, sondern es geht ganz einfach darum, sie zu beobachten, sich zu beobachten und zu sehen, was in uns entsteht, was in uns aufkommt. Und dann werden wir Schritt für Schritt verstehen, was Mitgefühl bedeutet und was Dualität bedeutet, was Verurteilen und Festhalten in unserem Geist für eine Bedeutung hat. Und es ist so, dass wir, auch wenn wir das verstehen, dies nicht sofort verändern können, aber dennoch, wir verstehen die tiefe Bedeutung. Und so ist der Prozess. Das heißt, wir hören die Belehrung, wir sehen, wie durch verschiedene Bedingungen Dinge in uns entstehen und dann beobachten wir. Und wenn wir beobachten, dann verstehen wir, weil wir die Belehrungen im Hintergrund haben und wir sehen, was die Belehrungen tatsächlich beschreiben, wenn wir dies in uns selbst wahrnehmen können. Und wir sehen, wie unser Geist sich eigentlich ständig anpasst in unserer Wahrnehmung, also an gewisse Aspekte anpasst. Und da ist ja halt die Frage, in welche Richtung passt sich unser Geist an. Das heißt, wenn wir praktizieren, wünschen wir uns ja, wenn wir uns verbinden mit der Chenrezik-Praxis, dann ist ja unser Hauptziel, in uns die Qualitäten von Chenrezik hervorzubringen und nicht immer weiter in die Bedingungen von Samsara oder von Leiden zu verfallen. Und wenn wir diesen Aspekt im Geist halten, dann ist, was immer wir wahrnehmen, können wir in dem, was wir wahrnehmen und beobachten, was aufnehmen und eine gewisse, und diese Richtung dann einschlagen, die Richtung der Bodhisattva-Qualitäten. Wenn wir diesen Aspekt nicht im Geist haben, also keine Richtung im Geist haben, dann sehen wir auch überhaupt nicht den Zweck der Sache. Dann können wir auch in gewisser Weise, ja, wir sehen den Zweck der Sache nicht und können uns dann auch nicht in diese Richtung entwickeln. Il s'agit de garder ce lien avec la pratique de Chenrezi, quelles que soient les circonstances, puisque l'idée principale en faisant cela est de révéler nous-mêmes des qualités similaires à celles de Bodhisattva telles que Chenrezi. Donc le but est justement de ne pas être emporté par ces mouvements-là afin de ne pas continuer à générer de la souffrance, du mal-être. Donc c'est comme ça en fait que l'on peut voir comment dire, lorsque l'on est en situation qu'il peut y avoir quelque chose que l'on peut regarder, qui peut nous servir en fait. Et si nous avons cette notion en fait de l'enseignement dans l'esprit, alors la direction reste claire. Mais pour cela, il faut être très clair quant au but, quant à la direction que nous souhaitons emprunter. Il faut que ceci soit très clair en nous. Parce que sinon, ça va nous être très difficile de pouvoir véritablement faire quelque chose avec ce que nous rencontrons si nous ne voyons pas ou si nous n'avons pas clairement un but à l'esprit. So, now link with the practice, like we do, like Chenrezik practice. Then we are engaged with the normal life, normal life. And then normal life, all the processes of the normal life, we cannot observe everything, but time to time look your state of mind, how to deal with the others, according with what we receive teachings. First, even cannot apply, just try to observe what is meaning exactly,
So then through this, you get a little bit more meaningful. So then just one part, a little bit time to time, kind of apply, you know. So doing this habit change, you can apply more. So then you can do a little bit more. You know, this kind of way, slowly. So that's the reason it's quite good, because during the day, whole day, we are doing something, you know, link with the other people, doing something, one idea, following your idea. So this like procedure is like constantly we're living with this. But at the same time, if you could connect with the practice of bodhicitta and remind of your practice of the Chenrezik purification, these things a little bit, if you reflect, then this sense of the Dharma slowly, you know, idea comes, and following this habit of this following goes reduce the difficult things, you know. Normally it's quite difficult, you know, not so easy, very difficult. So if you difficult, then there's two problems. First, we never see the problems, you know. We are following normal procedure, so we don't see so much problems. And second, we don't know how to think about. And third, we don't know how to deal with this. You know, usually we are like this. So now, first we don't see, but a little bit try to observe, then you can see a little bit better. And then, according with the teaching practice, try to apply a little bit. Quite difficult, I feel kind of a little bit like pressure, impossible. But if you try to do a little bit, it is possible. And then slowly it is possible. This makes one result, kind of how you say, reduce all the difficult in our state of mind. So this makes a little bit appreciation. When you a little bit appreciate, then you can apply more. You know, this kind of gradually we have to go without pressure, without so much pushing yourself. Just like occasionally we have to take all the situation, you know. Und nun ist es so, dass wir im verbunden mit der Chenrezik-Praxis, die wir ausführen, uns im täglichen Leben natürlich engagieren und die verschiedenen Prozesse des Lebens durchleben. Und hier ist natürlich so, dass wir nicht alles die ganze Zeit beobachten können, sondern es geht einfach darum, dass wir von Zeit zu Zeit in uns schauen, in Verbindung mit den Belehrungen und uns beobachten in dem, was wir im täglichen Leben erleben, wahrnehmen und tun. Und wenn dies zu einer Gewohnheit wird, dann ändert sich etwas in uns. Wir können das immer mehr in uns anwenden. Und das ist wirklich gut, denn es ist ja so, dass wir den ganzen Tag in Verbindung mit anderen Dinge tun und dabei immer unseren eigenen Vorstellungen eigentlich folgen. Das ist die Art, wie wir die ganze Zeit leben. Und hier geht es dann darum, gleichzeitig sich zu verbinden mit der Chenrezik-Praxis und immer wieder sich verbinden mit dem Entwickeln von Bodhicitta und immer wieder zu beobachten und zu reflektieren, die Belehrungen in Bezug unserer Erfahrungen und Erlebnisse im Leben. Und dann wird es langsam zu einer Gewohnheit und dies wird dazu führen, dass die Dinge nicht mehr so schwierig sind. Es ist im Allgemeinen nicht so einfach, auch diese ganzen Dinge anzuwenden im Alltag. Es ist sogar ziemlich schwierig. Aber es geht jetzt darum, uns nicht zu forcieren, sondern einfach, wir folgen dem normalen Prozess des Lebens. Und normalerweise ist es so, dass das Problem ist, dass es so ist, dass wir die Probleme nicht wirklich sehen. Und wenn wir sie dann sehen, dass es schwierig ist für uns, sie zu verstehen, um zu verstehen, was anzuwenden ist. Jetzt können wir dank der Belehrung, dank der Belehrung und in Verbindung mit der Belehrung können wir uns beobachten und können diese immer wieder ganz klein wenig
wenden. Das wird natürlich einen gewissen Druck in uns hervorbringen, weil es einfach was anderes ist. Aber wenn wir tatsächlich das einfach immer weiter üben, dann wird ein Resultat entstehen. Und das Resultat wird sein, dass die Schwierigkeiten in unserem Geist geringer werden. Und dies wird dazu führen, dass wir dann Wertschätzung haben für dieses Vorgehen. Und in dieser Weise dann es immer einfacher wird, dies anzuwenden. So ist das Vorgehen. Es ist sehr wichtig, sich nicht unter Druck zu setzen, sondern einfach immer wieder die Praxis anzuwenden und immer wieder dieses in sich schauen in verschiedenen Situationen anzuwenden, ohne Druck. Und dann wird es immer natürlicher. Pas comment faire face ou gérer les situations. C'est la raison pour laquelle il s'agit, dans un premier temps, d'essayer d'observer. D'observer pour mieux identifier, pour mieux voir, pour mieux reconnaître. Ensuite, il y a les enseignements que nous avons reçus, nous pouvons les appliquer. Et bien sûr, la phase d'application est difficile, mais elle est tout à fait possible. Et en appliquant progressivement l'enseignement, la conséquence sera que notre esprit sera moins en prise avec une difficulté. C'est-à-dire nous allons pouvoir au fur et à mesure avoir une forme d'appréciation, voir que les choses en fait sont plus faciles, s'apaisent. Et c'est ce qui va nous permettre, en ayant cette forme de reconnaissance, bien de pouvoir appliquer davantage, d'avoir encore un peu plus d'application en fait qui soit possible, de mettre davantage en œuvre l'enseignement. Mais ceci en fait sans pression, ceci sans se forcer. Il s'agit de le faire de manière occasionnelle et ensuite, c'est ce qui nous permet de prendre soin finalement de toute situation. So this is a way to develop bodhicitta, you know. Bodhicitta purpose is due to this all kind of grasping yourself, it will be liberate, you know. We call liberate. So then what is fact? Fact is you any kind of condition you don't get suffering, you know. So that's the main important, you know. So when you have this kind of state of mind, then easy to reveal your the quality of your practice, you know. So that's the reason, like we just before the start of practice, we make a wish. This idea is like this. This idea there. This is we make a wish. Then we apply the practice. Actually, idea is we want to develop bodhicitta. In order to bodhicitta, first try to understanding suffering, cause of the suffering. You know, then free of the suffering, cause of the free of the suffering. So we try to think this all beings, and then we apply your own developing quality, you know, like bodhisattvas, you know. Und das ist jetzt die Art, wie wir Bodhicitta entwickeln, damit wir uns dann wirklich um alle Situationen kümmern können und dies in allen Situationen anwenden können. Warum ist das wichtig? Weil dann dieses Greifen nach uns selbst sich befreien wird. Und zu was führt dies dann? Das führt dazu, dass in welchen Bedingungen auch immer wir uns befinden, wir nicht mehr, kein Leiden in uns mehr entsteht. Und wenn wir in diesem Geisteszustand uns befinden, dann ist es einfach, die Qualitäten der Praxis in uns hervorzubringen. Und das ist auch der Grund, warum wir vor der Praxis die 4 grenzenlosen Gedanken, also Semchem, Semchem Tamchin Dewa Dang und so weiter, ausdrücken, diesen Wunsch.
Denn das ist genau dieser Wunsch, in dem wir Bodhicitta hervorbringen, in dem wir wirklich den Wunsch haben, dass alle Wesen glücklich sein mögen und frei von Leid und so weiter. Und das ist ganz wichtig, um Bodhicitta hervorzubringen, ist es wichtig, das Verständnis zu haben vom Leiden an sich, aller Wesen, das Verständnis zu haben der Ursache des Leidens, auch das Verständnis zu haben der Freiheit von Leid und wie wir zu diesem Zustand der Freiheit von Leid gelangen können. Und auf dieser Basis dieses Verständnisses und des Entwickelns von Bodhicitta wünschen wir dann dies für alle Wesen, was uns ermöglicht, diese Qualitäten des Bodhisattvas dann in uns selbst zu entwickeln. Du mal-être, la compréhension du fait que l'on peut s'affranchir du mal-être et la compréhension de ce qui nous permet ou des causes nous permettant de nous affranchir du mal-être. Et ceci, en fait, il faut l'envisager pour soi-même, il faut l'envisager également pour tous les êtres. Et c'est sur cette base-là, alors, que l'on peut mûrir ou progresser véritablement vers les qualités ou vers l'actualisation des qualités des bodhisattvas. So now call it what kind of bodhisattvas, we say bodhisattvas, how they how you say they became normal beings, normal human beings, a lot of suffering, then they became bodhisattvas, you know. When you background, if you look, most bodhisattvas are before always linked with the suffering, like Milarepa, you know, father died, then uncle and aunt, they took everything, son, mother and sister push out of the home, you know, like this suffering, you know. Then revenge fight, a lot of disturbed people, but then through this one circumstance, then slowly changed mind and became bodhisattva, you know, like this. The bodhisattva idea is not like nominated by the like a god or, you know, like a Buddha, you know, not like this. Bodhisattva is like a man, person went like himself, went up, you know. It's like it's similar, I mean, just I remember now, but you know, in France we have a Claude Lelouch, you know, it's a very famous man, but what he told us, and for example, when he was young, whatever do didn't work, didn't get job, nothing happening, you know, not proper to finish education, nothing happening, you know. Then last moment, the father gave one camera that this is your last chance, you know. If you cannot use this, then you will be finished, you know, like life. So then he went to this camera in the Bois de Boulogne and to race, and he make photos. Then he became cool, like one of the most, how you say, creator of the movies, cameras, you know. So Bodhisattva was a little bit like this. Lot of suffering, people makes problem, you know, didn't work properly. Then some are fight also, they win, but still, then slowly see the sense, then say, oh, I make a lot of mistake. Then regret, try to search the right way, then find one good teacher, then became Bodhisattva, you know, like Milarepa. Gampopa is not fighting with the people, but himself got a lot of suffering. All the wife, children have died, and, you know, like very miserable. Then became like this, you know. When you look back, many important people, some are not, some are quite okay, smoothly went, you know. Was ist denn jetzt eigentlich ein Bodhisattva? Also wir nehmen immer diesen Ausdruck Bodhisattva. Es ist wichtig im Geist zu behalten, dass die Bodhisattvas am Anfang auch ganz gewöhnliche Wesen waren mit viel Leiden. Und wie sind sie denn dann zu Bodhisattvas geworden? Und wenn wir die Geschichten anschauen, dann sehen wir, dass die meisten Bodhisattvas, bevor sie diesen Weg eingeschlagen haben, zu Bodhisattvas wurden, sehr viel Leiden in ihrem Leben hatten. Zum Beispiel Milarepa, der Vater
ist gestorben. Seine Tante und sein Onkel haben ihm alles weggenommen und haben seine Mutter, seine Schwester vor die Tür gesetzt. Sie hatten überhaupt nichts mehr, also war ein großes Leid und er hat sich dann versucht zu rächen und gekämpft und viele Leute auch Probleme bereitet und hat dann sich aber innerlich etwas wahrgenommen und sich durch die Dharma-Praxis völlig verändert und wurde zum Bodhisattva. Also es ist nicht etwas, was ihm von außen gegeben wurde, sondern er selbst hat sich innerlich verändert und ist zum Bodhisattva geworden. Und das erinnert Jigme Rinpoche an Claude Lelouch in Frankreich, der als er jung war, also nur Probleme hatte, also konnte seine Ausbildung nicht zu Ende machen, er hatte keine Arbeit gefunden, er hatte nichts. Und sein Vater hat ihm irgendwann mal einen Fotoapparat gegeben, hat ihm gesagt, so, das ist jetzt deine letzte Chance. Wenn das nicht funktioniert, dann machst du überhaupt nichts aus deinem Leben. Und er ist dann mit der Kamera, ist er dann in verschiedene Orte gegangen, in Paris, in öffentliche Orte und so weiter und hat viele Fotos gemacht und Filme. Und er ist also ein sehr, sehr großer Realisateur geworden für Filme. Und das ist ähnlich so ähnlich wie die Bodhisattvas. Meistens ist ihr Leben voller Probleme, Schwierigkeiten, sie kämpfen auch gegen andere. Und irgendwann schauen sie die Bedeutung an und erkennen und verstehen etwas in ihrem Leben, sehen ihre Fehler und suchen dann nach dem richtigen Weg, versuchen eine Lehre zu finden und folgen dann den Belehrungen und werden zu Bodhisattvas. Es ist also in vielen, vielen Lebensgeschichten zu beobachten, wie zum Beispiel in der Lebensgeschichte von Milarepa. Gampopa war es ein bisschen anders. Er hat nicht so sehr gekämpft gegen andere, aber hat seine gesamte Familie verloren und aus diesem Leiden heraus dann auch ganz intensiv praktiziert. Für manche war es einfacher, aber die meisten haben so einen Lebensweg durchlaufen. Und das ist, was wichtig zu verstehen, ist, dass die Bodhisattvas das nicht vorher schon Buddhas waren, sondern dass sie tatsächlich dies entwickelt haben, in sich, aus sich heraus. Now, when you listen, the Bodhisattvas like 37 practice of the practice means how Bodhisattvas they keep the keep the life, how they live, how they perceive, how they live, actually like this. Not saying their practice, how they live, like like this. So now there's a few topics are interesting because there is one term in the Tibetan term using. I don't know how use it also in Sanskrit. Sometimes language makes familiar and not familiar. We say Bodhisattva. I don't see so much there, but Changchu Sempa, then they see few topics. There one term, pa, sempa. Sempa means mind brave, mind solid, So this term, so not solid like army, like the fighters, so not like this. Quality is very solid, means no suffering, So Changchu Sempa, that's in the Tibetan term like this. So now what this means, any kind of conditions doesn't bother. So that means you cannot make any kind of condition make suffer, You see? So this is the important part actually, because we are so many suffering because there is duality, there is self-grasping, then there is a kind of rejecting, try to grasping, attachment, worry, fear, all this kind of makes then not brave, very how you call fragile human beings are like this. Even due to some conditions you became powerful, but deeply always worry yourself,
worry yourself, fear of the losing yourself, then always stay like this. So now Sempa, for Changchu Sempa. So for this, there is few things, we cannot talk all, but a few things are very, I find quite interesting. One is the term, how you call this? 37 Bodhisattva practice the man who written Tome Sangpo, yes, Tome Sangpo say there is one shloka. They say way of being bodhisattvas. Somebody like anyone, somebody close or not close, anyone make you harm, make a lot of problem, insulting. You put all the fault, accusation, but due to the compassion, there is two. One is they don't get angry. Another is they don't get disappointed. Then, what did they say? Then also, due to the accusation, can we say understand of the person itself, the compassion develop more stronger to other chamda nije, means kindness and compassion to the other person who makes you difficult problem. They get due to this your quality getting more stronger, you know. Kanda suhi all these kind of things makes yourself develop, you know. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Belehrung der 37 Bodhisattva-Praktiken betrachten, hier wird erklärt, wie die Bodhisattvas wahrnehmen und wie sie leben. Und da gibt es verschiedene Punkte und Themen, die wirklich sehr wichtig und interessant sind. Wenn wir jetzt im Sanskrit Bodhisattva sagen, dann ist es für mich bringt es nicht so viel Bedeutung hoch, wie wenn ich Changchup Sempa im Tibetischen sage. Denn im Tibetischen dieses Changchup Sempa bedeutet, dass der Geist solide ist. Nicht solide wie eine Armee, sondern solide im Sinne von seinen Qualitäten, und zwar im Besonderen die Qualität, dass kein Leiden in diesem Geist entsteht. Was bedeutet das? Das bedeutet, in welcher Bedingung immer sich ein Bodhisattva befindet, es macht ihm nichts aus. Es entsteht es entsteht kein Leiden aufgrund der Bedingungen, in der der Bodhisattva sich befindet. Er bleibt völlig in sich ruhend. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn für uns ist es ja so, dass wir ständig Leiden in uns empfinden, also ständig Leiden in uns aufkommt. Und warum? Weil da Dualität ist, ein Greifen nach einem Selbst, darauf entsteht Anhaftung, Zurückweisen, Sorgen, Ängste und so weiter. Und das ist, was dazu führt, dass wir als menschliche Wesen zerbrechlich sind und Und selbst wenn jemand die Fähigkeit entwickelt hat oder Bedingungen entwickelt hat, viel Macht zu haben, ganz in der Tiefe ist da dennoch immer diese Sorge um das Selbst, um sich selbst. Jetzt ein Changchup Sempa, ein Bodhisattva, in Bezug auf diesen Ausdruck gibt es einige sehr, sehr wichtige Punkte eben. Und dieser Aspekt von Solidität ist wirklich sehr interessant. Da gibt es in einem Shloka der 37 Bodhisattva-Praktiken von Tome Sangpo einen Shloka, wo er sagt, ein Bodhisattva, egal ob jetzt jemand, der nahe ihm steht oder fern, wenn diese Person ihm Probleme bereitet und ihn anschwärzt, ihn Vorwürfe macht und so weiter, aufgrund des Mitgefühls des Bodhisattvas entsteht keine Wut in ihm. Er ist nicht enttäuscht und zusätzlich noch diese Vorwürfe führen sogar dazu, dass im Bodhisattva Verständnis noch eine größere Qualität entsteht von Liebe und Mitgefühl.
Also dass sich die Qualitäten von Liebe und Gefühl des Bodhisattvas dank dessen noch weiterentwickeln. Und das ist also, was die Qualitäten eines Bodhisattvas ausmachen. Und dadurch ist der Geist eben sehr solide und sehr stark. Qualité, une force, en fait, une solidité. So then another is usually we doing prayer nye ring cha dang, you know, this nye ring cha dang is the Thai dang symbol, like in order to free of this nye ring cha dang. There's a four. Nye means close, ring means far, you know, distance. Cha means attachment. Dang means anger, haters, you know, like this situation in the like bodhisattvas, this condition doesn't, how you say, ignored. You know, ignore means you're free of these conditions. You know. Und das ist der Grund, weshalb wir auch dann diese 4 Grenzenlosen des Gebets des Bodhicittas sagen, dass wir befreit werden von, was wir im tibetischen Nye Ring Ja Tang nennen, nämlich Nye, diejenigen, die uns nah sind, Ring, die uns fern sind, Ja, Anhaftung, Tang, Abneigung. Dass diese Situation, in der wir uns befinden, ein Bodhisattva ist frei von dieser Bedingung, dieser Anhaftung, dieser Abneigung. So this means, like, for example, if you're facing to you or to others, somebody gets so much suffering by the suppress of the somebody, you know, that means that means like then somebody who are unfavorable to giving suffering to others. So now you can see the bodhisattva's state of mind. Like, for example, somebody who makes suffering to others, also you don't get that much angry to a person, but more compassion, because see the cause and the fact gives later some how much suffering have to face, you know. This is another vision. And somebody's suffering also want to support this so who get the suffering, you know. That means like in the prayer we using equanimity, you know. Equanimity means your compassion, vision, suffering to the others are equally, you understand, you know. But normally very difficult to think this. Somebody make a problem, we get really angry, and somebody has a suffering, we have some kind of compassion, so, you know. But your mind cannot keep equally benefit of both person, you know. But free of this, due to this, living yourself in samsaric conditions, and then doesn't get bother of the suffer of the samsaras, you know. Und das bedeutet also, wenn wir uns jemandem gegenüber finden, der zum Beispiel jemand anderes unterdrückt und also es gibt jemand, der da leidet und jemand, der sozusagen dieses Leiden auslöst. Und was entsteht dann, was für ein Geisteszustand entsteht dann in einem Bodhisattva? Das heißt, dass im Bodhisattva, anstatt dass jetzt Wut entstehen würde in Bezug auf die Person, die Leiden auslöst, entsteht noch mehr Mitgefühl, weil der Bodhisattva erkennt, dass dies Ursachen und Wirkungen, also dass es Ursachen legt für Wirkungen, die später Leiden auslösen werden für diese Person. Dass diese Person also einfach gerade Leiden kreiert für sich, für die Zukunft. Und deswegen sprechen wir in den 4 Grenzenlosen, in diesem Gebet, auch in diesem letzten Satz, geht es um Gleichmut. Das heißt,
Das ist wirklich der Aspekt, die Sichtweise der Mitgefühl, der gleichmütigen oder der gleichen Art des Mitgefühls gegenüber sowohl der Person, die leidet, als auch die Person, die das Leiden auslöst, anstatt nur Mitgefühl für die leidende Person zu haben und Wut gegen diejenigen, die Leid ausführt. Und das heißt, ein Bodhisattva wird für beide Mitgefühl haben und wird natürlich gleichzeitig auch der Person helfen, die sich in der Schwierigkeit befindet. Und wenn wir diesen Geisteszustand haben, des Gleichmuts, dann können wir in samsarischen Bedingungen leben, ohne dass sie uns so viel ausmachen, ohne dass sie Leiden in uns hervorbringen. Und wir werden natürlich, das ist jetzt nicht, was in uns sofort möglich sein wird, aber wir versuchen tatsächlich in diese Richtung zu gehen, diese Gleichmute. It's a little bit like it's a little bit example, you know. During the war, the 1940s war, the Second War, we can see sometimes films, real, sometimes made films, like for example in the area of the Normandy, you know, this area, when they fight, then religious people, group of nuns, you know, they go middle of the war, they help German and French both, Americans and German and both, you know. They never say, oh, Germans are injured, just let them, we take French people, American people, not like this. They, without, even then, no, without afraid with the, between the shooting, they go and they pick up all the, you know, like wounded people, you know, help. So this is like a fear of equanimity, you know. Because when you have this, I'm not saying they are bodhisattvas still because I don't know them, but when you look image, because they don't afraid of their own life between the true fighting and try to help the people, you know. So that means normally in the French people, German is enemy and France is America and the French soldiers are your friend, so they help and others are to just give. But that time, due to the kind of kindness of the loving compassion, they can do equally, you know. So it's sometimes we think, oh, this kind of idea is impossible, but actually certain people possible, you know, they are like this, you know. Wir können jetzt ein Beispiel nehmen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir können ja immer wieder Filme oder Dokumentare sehen über den Zweiten Weltkrieg. Manche sind real, manche sind einfach nur erfunden. Aber zum Beispiel gibt es da einen Dokumentarfilm über die Normandie, wo es also, ich glaube, Nonnen gab, die dann auf das Schlachtfeld gingen und die in gleicher Art den Amerikanern, den Franzosen und den Deutschen geholfen haben. Das heißt, ohne Angst zu haben vor den Bombardierungen, sind sie einfach gegangen und haben dann zwischen den Herumschießen, haben sie dann einfach die Verwundeten aufgenommen und sie behandelt. Und das ist wirklich, was Gleichmut ausmacht. Ich sage jetzt nicht, dass sie wirklich Bodhisattvas waren. Ich kenne diese Menschen, diese Personen nicht. Aber das ist genau, was es aufzeigt. Es ist ohne Angst zu haben, fürs eigene Leben zu helfen. Und zudem noch mit dieser Gleichmut. Das heißt, normalerweise wären die Franzosen und Amerikaner Freunde gewesen, die Deutschen Feinde. Aber hier ist wirklich mit Liebe und Mitgefühl in gleichmütiger Art allen zu helfen. Manchmal denken wir, diese Gleichmut ist etwas, was nicht in unserer Reichweite ist, aber wir können feststellen, dass es tatsächlich Beispiele gibt, Menschen gibt, die es wirklich schon vorleben. Que ceci est envisageable ou possible. So these kind of topics are like a kind of a reference, you know, when you apply the bodhisattva path. The certain bodhisattva's way of action is like a reference, and then actual observation is your own experience, you know, daily facing with the
your family, facing with other people, you know, like just like not immediately engage or do something, just facing this. Through this, if you try to refer with also, now we in Kenju, there is a, I think there is interdependent, and also in Taputajin, I don't remember Kenju they say clear or not, but cause and effect, you know, kami deeds. If you the explanation of the interdependent and the cause and effect, and the actual way of human beings, sentient beings, how we live, how we perceive. If you try to we can do a little bit analyze, you know, analyze how. So then this teaching says kind of interdependent means like network, you know, network. So network means like everybody is linked one to another, you know. Now we have a problem with the petrol and the food because of the war of the Ukraine and the gas, you know, like this network means like this. One is pure, another is not dirty, you know. Network means everybody. So now karma means there is a lot of people are so much suffering. It's not like punished, a lot of suffering. There are must be due to some way to did the result, and many beings are not that much, you know. Also due to the this when you're studying with the listen the teaching of the kami, more or less we will understand, you know, understand. So now this topic just reflect with the way of daily life, way of living with yourself, you know. So then you can see certain things we can avoid, certain things not really easy to avoid. We have to live in this, but due to this also what could happening, what result could ripe. So through this, then you will understanding why we try to liberate from the samsaric conditions, you know. Why important? Otherwise, we don't see really important. Why have to go another step, you know? Everything looks okay, but just like see the way of living, and through this, then also link with the cause and fact, interdependence. Then how we are living with the kind of one illusion, like everybody believe what we do. Another is ignorance. We don't see what we're creating, what will result comes, you know. So these things are, if we know, then we take care a little bit like ourselves better, you know, proper conduct. Because proper conduct like this, the meaning is like this. Why? Because we see if it were to continue my way without knowing what will happening, then we know this, we try to make a proper conduct, you know. Und dann gibt es einige Themen, die Referenzpunkte sind, wenn wir den Bodhisattva-Weg gehen möchten. Und also das sind diese verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben. Und sie sind dann Referenzpunkte in unseren verschiedenen Arten des Handelns, und die Art zu leben der Bodhisattvas sind die Referenzen für unser eigenes Leben. Ein Beispiel für unser eigenes Leben, das wir dann im Geiste aufrechterhalten. Und gleichzeitig betrachten wir unsere eigene Erfahrung in unserem Leben, mit unserer Familie, mit anderen, in unserem Alltag, einfach zu sehen, was geschieht. Und wiederum, wir können nicht sofort die Dinge anwenden, diese Referenzpunkte anwenden, aber es geht erstmal einfach darum, die Dinge zu betrachten und diese Referenz im Geiste zu behalten. In dem Sinne ist es auch sehr wichtig, Belehrungen wie die Aspekte der Belehrung des Ketchuks in Bezug auf entstehende Abhängigkeit, auch das Thema von Ursache und Wirkung. Und wenn wir uns mit diesen
Erklärung verbinden, dann können wir sehen, wie, also gerade wir können wirklich sehen, wie diese Erklärung entstehen in Abhängigkeit und Ursache und Wirkung, sehen, wie wir als menschliche Wesen leben und wie wir wahrnehmen. Und dann versuchen wir uns ein bisschen zu analysieren und zu sehen, wie diese Entstehen in Abhängigkeit eigentlich wie ein Netzwerk ist, wie wir alle miteinander verbunden sind, alle gemeinsam miteinander verbunden sein. Und zum Beispiel Probleme, die wir jetzt gerade haben mit Gas und mit Essen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, wie einfach alles miteinander verbunden ist und dass da nicht die einen irgendwie, dass da nicht was Dunkleres oder Besseres irgendwie ist, sondern es einfach alles miteinander verbunden ist. Und dann zum Beispiel in Bezug aufs Karma auch zu sehen, wie gewisse Regionen, gewisse Menschen mit so viel Leiden leben müssen und manch andere nicht so viel Leiden haben. Und wenn wir dann das Thema von Karma studieren und darüber nachdenken, dann können wir verstehen, dass eben eine Ursache liegt, aus der dieses Leiden entsteht, das gewisse Menschen dann erfahren müssen. Und in dieser Weise können wir dann unser tägliches Leben betrachten und uns selbst in unserer Art des Lebens analysieren und sehen, wie wichtig es ist, dass wir gewisse Dinge einfach vermeiden und andere, und zu sehen, dass wir natürlich gewisse Dinge nicht vermeiden können, aber dass wir nicht alles vermeiden können, was negativ ist, aber es ist das, was wir vermeiden können, es wirklich wichtig ist, es zu vermeiden. Indem wir uns erinnern, wie die Dinge heranreifen können zu Schwierigkeiten. Und es dadurch uns klar wird, wie wichtig es ist, auch wenn wir das Gesetz von Karma verstehen, wie wichtig es ist, sich zu befreien von diesen karmischen Bedingungen. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir uns sagen, naja, ist ja alles nicht so schlimm, ist doch alles ganz okay, sieht doch alles ganz okay aus. Wenn wir es aber verstehen, dann sehen wir, wie wichtig es ist, eben auf der Basis des Verständnisses von den Belehrungen von Ursache und Wirkung und dem Entstehen in Abhängigkeit, zu verstehen, wie wichtig es ist, sich wirklich zu befreien und auch zu verstehen, in welcher Weise wir mit der Illusion leben, wie wir einfach weil wir an gewisse Dinge glauben, gewisse Dinge ausführen und wie wir auch aufgrund von Unwissenheit nicht wirklich erkennen können, welche Handlungen zu gewissen Resultaten führen. Wenn wir das sehen, dann können wir mehr achten auf unser Handeln und durch das Verständnis dieser Belehrung tatsächlich ein angemessenes Handeln üben in unserem Alltag und die Wichtigkeit davon erkennen. Sinon, en fait, nous ne parvenons pas à voir ce qui a de l'importance, ce qui est important. Donc c'est vraiment, il s'agit de vraiment observer les conditions de vie, et c'est par ce biais-là que notre lien ou ce que nous mettons en œuvre, c'est par le biais de cette compréhension des causes et des effets que ce que nous mettons en œuvre va être alors différent. Nous allons voir comment en fait nous vivons constamment pris par l'illusion et par l'ignorance. L'ignorance signifiant que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas ce que nous créons. C'est-à-dire que nous ne voyons pas, nous ne savons pas quels sont les résultats qui viendront de ce que nous créons, ou de ce que nous mettons en œuvre. Si nous le savons, mais à ce moment-là, naturellement, il y a une forme de conduite appropriée qui prend place. Et c'est ce qui permet que nous pouvons mieux prendre soin des situations et de nous-mêmes. Et en voyant cela, nous savons alors que si nous continuons tel que nous le faisons, c'est-à-dire en étant totalement ignorants de ce que nous mettons en œuvre, eh bien, quelque part que nous allons nous exposer à des actes qui auront certaines connaissances. Alors nous le savons en fait. Nous savons que si nous continuons d'agir dans l'ignorance,
il y aura forcément des résultats, des actes qui ne seront pas toujours bénéfiques. So there is one very nice Lama, one from Digung. Lama, he always emphasizes this very true, is right, because when you do practice, then everything linked with our life, try to combine you with the practice, Through this, then you will slowly, you will see how to reduce, how to increasing, like action, ideas, everything. Then, whatever we do comes to the useful, What we learn, like for example, when studying Dharma, and also when what you know is always combined with your practice, like during the day, whatever perceive, whatever idea, whatever you see the kind in the society, then try to look with your practice combine. Through this, then kind of very gradually your state of mind improvement of the closer of what Buddha gives teachings, Das ist ein sehr guter Trickpunkt, Kachi Lama, der immer betont diesen Aspekt, dass wir alles mit unserer Praxis verbinden sollten im Alltag. Also wir praktizieren und wir verbinden dann auch im Leben alles mit unserer Praxis. Das heißt, alles, was wir verstehen von der Praxis, bringt uns dazu, dass wir sehen, was wir aufgeben sollten und was wir verbessern können. Und dann wird alles, was wir im Leben tun, hilfreich. Das heißt, was immer wir tun, was immer wir erkennen, was immer wir wahrnehmen, alles wird betrachtet, verbunden mit der Praxis und den Belehrungen. Und dadurch werden wir uns, Schritt für Schritt wird unser Geisteszustand immer mehr annähern dessen, was Buddha in seinen Belehrungen erklärt und ausdrückt. Aura vraiment un impact sur notre vie en fait quotidienne, sur la société en d'autres termes. Mais ceci en fait c'est ainsi que vraiment graduellement et progressivement un changement peut prendre place dans l'esprit. Et c'est ainsi que nous nous rapprochons. Lorsque cela vient en fait imprégner notre quotidien, c'est ainsi que nous nous rapprochons de l'enseignement que le Bouddha a donné. So now we have a system because everybody is a group of friends meeting together, the recitation of the Dhamma, and then a little bit application practice. I think we are doing like just different groups every week. I think this kind of is very important because then the idea, sense of the teaching, sense of practice, then regularly reminding, I mean, you are all many are doing this. This is very good because this is one important part, improvement of the result of the practice, Jetzt haben wir also wirklich ein gutes System aufbauen können, wir also unter Freunden uns treffen und gemeinsam Dharma praktizieren, rezitieren und studieren, die Praktiken auch, also die Belehrung anwenden. Es gibt viele Gruppen, die sich jede Woche treffen und das ist wirklich etwas sehr Wichtiges, denn das ermöglicht uns, die Bedeutung der Belehrung und der Praxis miteinander zu teilen. Und es bringt auch etwas, das uns immer wieder regelmäßig diesen Prozess in Erinnerung ruft. Und ich denke, das ist wirklich etwas sehr Gutes, denn es ist etwas, was dazu führt, dass wir uns wirklich entwickeln können und verbessern können in Richtung des Resultats der Praxis. And also a nice thing is, I think since first come up, I give initiation here for Chenrezik, 2017 or 19? 15, is it? Yeah. Because we started with
Chenrezik practice. Then I ask Karmapa to give blessing. From this, my feeling, he always giving guideline, what we have to do, what we can see each time teachings, everything is linked with this topic. This not precise topic, but the kind of global function. So then each time, I think also 2019, last year, also emphasized Chenrezik practice and also giving all the several important words. He give a teaching. And at the same time, what kind of, in order to everything like global network, everything, how kind of free of all the obstacle created by the negative deeds. Therefore, like Doji Sampa practice for everybody, or then sutras is Buddha's teaching, and everybody. So these things are, even other day I say presence we don't see every day, but this link with his wishes and connect to the practice looks like it's kind of this stream goes continue, not like one time appears, another time disappears, not like this. Seems to be goes continue. So that's where each time when the message comes, always fit with our situation, Not only our here, but all the followers, Und was jetzt wirklich sehr schön und wichtig ist, ist auch, dass Karmapa in 2015, als wir diesen Chenrezik-Kursus angefangen haben, habe ich Karmapa gebeten, die Einweihung von Chenrezik zu geben, die er dann gegeben hat. Also ich habe ihn gebeten, auch den Segen in dieser Einweihung zu geben. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass jedes Mal, wenn er kommt, hat er weiterhin einen roten Faden, eine Ausrichtung gegeben. Jedes Mal spricht er von den wichtigen Themen, die die globale Funktionsweise beschreiben, also in Bezug auf dieses Thema und dieses, was wir praktizieren. Also auch 2019 und letztes Jahr hat er wieder die Chenrezik-Praxis betont und auch verschiedene Worte ausgesprochen, wichtige Aspekte in den Belehrungen gegeben. Er hat auch dann hat er von diesem globalen Netzwerk gesprochen, in dem wir durch vergangene Handlungen eben natürlich Dinge gereinigt werden müssen, damit wir uns befreien können von Hindernissen, und hat insofern darum gebeten, die Doji Sampa Praxis auszuführen und die 35 Buddha Sutra zu rezitieren. Und selbst wenn ich, wie wir es in den letzten Tagen erwähnt habe, wir ihn nicht präsent sehen jeden Tag oder oft, ist es dennoch so, dass wir verbunden sind. Wir können sehen, dass wir verbunden sind durch unsere Praxis mit seinen Wünschen und dass etwas immer weitergeht. Also dass er nicht an und auf ist, dass es nicht so ist, dass er mal da ist und nicht da ist, sondern er ist kontinuierlich, ist da eine Verbindung da. Und wenn er dann eine Botschaft gibt, dann ist es immer passend. Ob es hier sei oder die allgemeinen, alle, die ihm folgen, es ist immer passend, es ist immer angemessen. Und das zeigt eben, dass diese Verbindung immer kontinuierlich präsent ist, auch wenn wir ihn nicht konkret präsent so oft sehen. En lien avec la situation et nous montre comment continuer, comment pratiquer, comment suivre en fait le chemin. Et ceci pas seulement pour nous ici, mais de manière globale pour tous les pratiquants. So now I think we'll make a finish here, conclusion. Then we see next topic of the Chenrezik practice, So we could see next time. This time I talk a little bit how to apply the bodhicitta, quality during the time being, During the time being, everybody does Chenrezik practice.
And then everybody, many people does during the day, keep a sense of the Chenrezik practice. Then and in conclusion, so during this time, during the day, there is many things important, but one important is the concept of the bodhicitta, how to apply these things. This is very important. Due to this, mind vision changes. Changes. We can do we always need some topic of reference. Is also very easy. In the this like contents with the bodhicitta way. Everything goes well. We need a little bit rejoice. Rejoice of the everybody. Thanks for everybody. My life is good. Learning good process. Like happy with being yourself. Like this. Then sometimes disappointed, disturbed by somebody you didn't fulfill. Through this, all the defect of my own link with my own kind of focusing image and attachment. So you cannot avoid immediately, but due to this, sees my own kind of problems. Habit and a tendency being such a long being in a samsara, I could see this. And then another thing is, these things are, we understand, due to the teaching, we understand this. Now I try to improve myself, not block with this, not block with this, try to improve as there is one is a wish, one is a wish, one is emphasize very gradually, not try to make change yourself. Very gradually emphasize your vision. Then another is put into the practice, like we do in Chenrezik practice. Then you make during the practice, you make wishes, you make emphasize in the practice will come purification and rejoice, and then remind yourself again engagement. These things are in the wishes practice. We have this, so try to slowly apply, remind yourself. So this kind of makes you cannot change immediately, but then gradually you understand a little bit better how you used to live, then what you saw, then due to the teaching, how can make it change a little bit improvement, so through this, then if you apply the practice, and slowly result is getting better, Also ich habe nur einen Teil hier von der Aufnahme. Also wir werden heute hier aufhören und das nächste Mal dann mit weiteren Themen der Chenrezik-Praxis weitermachen. Dieses Mal habe ich vor allem darüber gesprochen, wie wir die Bodhicitta-Qualität anwenden, im Besonderen in der Zwischenzeit. Und wir praktizieren, ihr praktiziert weiter Chenrezi und haltet dann weiter die Bedeutung der Chenrezi-Praxis während des Tages aufrecht und schließt die Praxis abends ab. Und was dann während des Tages aufrechterhalten wird, das sind verschiedene Punkte wichtig. Und was ganz wichtig ist, was wir heute besprochen haben, ist nämlich, wie wir Bodhicitta anwenden und wie dank dessen, wie wir Bodhicitta anwenden, unser Geist sich dann schrittweise ändern kann. Wir brauchen einfach immer einen Referenzpunkt. Und es ist ja so, dass es nicht immer einfach ist mit anderen. Manchmal sind wir glücklich, manchmal sind wir genervt. Es ist also wichtig zu sehen, wenn wir jetzt glücklich sind, dass uns alles gut geht, dass wir uns dann auch freuen, dass wir in uns Freude hervorbringen und dankbar sind all denen gegenüber, die dazu geführt haben, dass unser Leben gut verläuft. Und wenn wir wenn wir enttäuscht sind, wenn uns jemand stört, wenn jemand nicht unsere Wünsche erfüllt, dann, und hier
habe ich dann nicht weiter das Audio. Vielen Dank. Drücken wir diese Art von Wünschen aus und versuchen dann in diese Richtung zu gehen. Wir können uns nicht sofort ändern, aber Schritt für Schritt wird unser Verständnis dann besser. Und wir werden uns dann klarer werden, auch wie wir bisher gewohnt waren zu leben. Und dank der Belehrung können wir dann uns verbessern und verändern. Und dies immer weiter fortführen durch unsere Praxis. Und so werden wir uns so Schritt für Schritt verbessern. D'éviter immédiatement de créer ces conditions. Il s'agit d'abord de les reconnaître. À force il s'agit d'abord de les identifier. Et sur cette base-là, il y aura une habitude alors qui sera générée. Donc, regardez comment, en fait, nous générons aussi l'autre habitude, c'est-à-dire l'habitude ou la tendance à créer et recréer et demeurer dans le samsara. L'autre chose est aussi d'essayer justement d'être dans une forme de constante d'état d'esprit, d'amélioration en fait, d'essayer de progresser, d'essayer de ne pas rester bloqué. En fait, c'est ça qui est important, d'avoir un état d'esprit qui ne se bloque pas, qui ne se fige pas. Donc il ne s'agit pas d'essayer à tout prix de changer de vision immédiatement, mais c'est une compréhension qu'il faut acquérir, et cela s'acquiert de manière très progressive. Un autre aspect aussi associé à la pratique de Chenrezi est l'aspect des souhaits, de formuler des souhaits. Il y a l'aspect de purification, comme nous le voyons dans la prière, notamment prière au début de la pratique, un aspect de purification, un aspect de réjouissance, etc. Et aussi de rappel de nos engagements. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bon, qui est vraiment nécessaire à mettre en œuvre. Et donc, se rappeler des souhaits, de formuler des souhaits, de faire des souhaits, et de garder toujours un rappel de la pratique et d'essayer de mettre en œuvre les choses progressivement. Tout en gardant à l'esprit qu'un changement immédiat n'est pas possible, mais qu'il s'agit au contraire d'envisager une meilleure compréhension. C'est ce qui nous permettra de comprendre comment vivre proche de l'enseignement, comment vivre l'enseignement, et alors, sur cette base-là, un changement peut être possible, une forme d'amélioration où les choses vont aller dans une bonne direction. Ceci va pouvoir prendre place, et c'est ce qui fait que nous aurons de meilleurs résultats. So now we break a little bit. Then after you do meditate, then again I will do my practice. So this is that is a good combination. Und wir werden jetzt hier aufhören, wir werden eine kleine Pause machen und dann meditieren. Und ich werde während dieser Zeit wieder meine eigene Praxis fortführen. Das ist eine ganz gute Kombination.